Dazu brauchen wir verschiedene Baumwollstoffe, Webband, Bügeleisen, Nadeln, ein Maßband, einen Markierstift, einen Kantenformer, euer Schnittmuster, das ihr euch ausgedruckt habt und ausgeschnitten habt, und eine Schere. Ich habe da schon mal was für euch vorbereitet. Ich habe den Stoff gebügelt, weil er ungewaschen ist. Bügelt ihn euch bitte ab. Das heißt, ihr dämpft ihn gut ab, danach nochmal trocken nachbügeln, dann läuft er nicht mehr so viel ein nach dem Waschen. Legt euch das ausgeschnittene Schnittmuster auf den Stoff, fixiert es euch mit Nadeln und zeichnet euch dann mit dem Stift das Schnittmuster auf den Stoff. Einmal rundherum und übertragt dann die Markierungen für die Bänder und die Wendeöffnung. Die Markierungen braucht ihr nur auf dem Oberstoff. Dann könnt ihr die Nadeln abnehmen, das Schnittmuster beiseite legen und das Schnittmuster ausschneiden. Das Gleiche wiederholt ihr mit dem Futterstoff, wobei ihr da die Markierungen für die Wendeöffnung und die Bänder nicht übertragen müsst. Nehmt euch jetzt eure Stecknadeln und steckt die vordere Mitte zusammen. Das macht ihr am Oberstoff und am Futterstoff. Jetzt nehmen wir uns das Band und schneiden uns davon 4 Stücke à 50 cm Länge. Ich kann das hier an meiner Matte abmessen. Jetzt gehen wir an die Nähmaschine. Ihr schließt die vordere Mittelnaht jetzt mit der Nähmaschine. Achtet darauf, am Anfang und am Ende zu verriegeln. Das Gleiche macht ihr beim Außenstoff. Nehmt euch euer Bügeleisen und bügelt die vordere Naht auseinander. Einmal von der einen Seite und einmal von der anderen Seite. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Rundung sehr eng ist. Jetzt macht ihr das Gleiche beim Futterstoff. Jetzt nehmen wir uns die Bänder und falten jeweils ein Ende doppelt 1 cm ein. Also erst 1 cm, dann nochmal und schließen das dann mit einer Naht, damit das Band nach dem Waschen nicht ausfransen kann. Das könnt ihr euch mit einer Nadel stecken, es geht aber auch ohne. Denkt dran, wieder zu verriegeln. Das macht ihr dann mit allen 4 Enden. Jetzt stecken wir die Bänder an der Außenmaske fest. Achtet darauf, dass ihr 0,7 cm von der oberen Kante das eine Band feststeckt und das zweite Band 0,7 cm von der unteren Kante feststeckt. Das Gleiche wiederholt ihr jetzt auf der anderen Seite. Jetzt fixieren wir die Bänder mit einer Naht. Achtet darauf, die Bänder gut festzunähen, damit sie nicht ausreißen können. Das Gleiche natürlich auf der anderen Seite. Jetzt nehmt ihr euren Futterstoff und legt ihn mit der schönen Seite auf die schöne Seite von eurem Oberstoff. Achtet darauf, dass die Bänder innen liegen. Achtet darauf, dass die vordere Mitte-Naht genau aufeinander passt. Steckt euch zur Fixierung eine Nadel da rein.
lasse alle Bänder unten durchscheinen und stecke mir jetzt noch eine Nadel an der Markierung für die Wendeöffnung. Jetzt nähe ich einmal rund um die Maske herum, wobei ich die Wendeöffnung natürlich geöffnet lasse. Achtet darauf, dass ihr kein Band mitnäht. Jetzt schneiden wir die Ecken etwas zurück, aber nicht zu weit, damit die Maske nicht ausfranst. Jetzt dreht ihr das Ganze. Das geht ganz gut, wenn ihr einfach an den Bändern zieht. Zum Ausformen der Kanten könnt ihr einen Kantenformer benutzen. Damit geht ihr in die Maske hinein und drückt die Ecken schön heraus. Das machen wir an allen 4 Ecken. Jetzt ist eure Maske schon fast fertig. Jetzt wird nur noch unten die Wendeöffnung geschlossen. Steckt euch die Wendeöffnung zusammen, klappt dafür die Nahtzugabe nach innen ein. Und jetzt schließen wir einmal die Naht. Achtet wieder darauf, zu verriegeln. Jetzt könnt ihr eure Maske noch einmal bügeln, damit sie auch keine Falten hat. Und fertig ist eure Maske. Sollte euch noch irgendwas an Material fehlen, schaut doch einfach mal in unserem Webshop vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen.